Ja, mein Name ist Michael Lehnertz. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. In großer Menge, wie ich sehe. Und wir sind schon seit einigen Jahren hier Gast auf der CMT, haben es aber nie für nötig gehalten, dass wir Teil des Presserundgangs werden. Aber in diesem Jahr möchten wir wirklich unser Konzeptfahrzeug vorstellen und zusammen mit unserem Konzeptfahrzeug eben auch Technologien, die wir im Bereich des Caravaning seit mehreren Jahren entwickelt haben, dann auch entsprechend zur Serienreife gebracht haben. Das Fahrzeug, Sie sehen, Messen kommen immer überraschend. Die letzten Finishings werden noch gemacht. Aber das tut dem keinen Abbruch, dass wir hier einen Showcase haben mit verschiedenen Technologien, die wir als Bereicherung für die Wohnmobilisten, für die Vanfahrer entsprechend sehen. Was wir hier zum Beispiel als erstes rausstellen können, Sie sehen den Pickel auf der Seite. Das ist Teil unserer 360-Grad-Kamera. Was unsere Kamera, unser Kamerasystem von anderen unterscheidet, ist, dass es auch komplett über den Touchscreen im Armaturenbrett bedient werden kann. Bedeutet, es geht ohne Zusatzknöpfe, es geht ohne weitere Ablenkung des Fahrers. Aus dem Kamerabild intuitiv tippen, was man genau sehen möchte, wie man vergrößern möchte. Und das schafft man eben in einem Schritt, ohne dass man irgendwelche anderen Bedienelemente bräuchte. Selbstverständlich ist ein Totwinkelassistent dabei, selbstverständlich normale Rückwärts. Mein Kollege dreht am Rädchen. Selbstverständlich normale Rückfahrkamerafunktion. Eine Frontkamera kann entsprechend zugeschaltet werden. Dieses Produkt, dieses Produkt ist vor der Serienreife und wird im ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Genauso haben wir uns mit dem Fahrzeug verschiedene andere Gedanken gemacht. Ihnen selber wird es passiert sein, uns ist es passiert im beruflichen Leben. Viele arbeiten von zu Hause oder sagen wir nicht mehr im Büro. Und dieses nicht mehr im Büro arbeiten ist auch bei uns sehr populär. Wir haben manche Kollegen vielleicht 2-3 Mal im Jahr gesehen. Aber dennoch hat alles funktioniert. Und im Zuge dieser ganzen Maßnahmen hat sich einfach das Arbeitsumfeld sehr stark geändert. Unsere Personalabteilung merkt es mittlerweile. Work-Life-Balance ist das Stichwort geworden. Das Stichwort Remote Work ist ganz groß oben bei unseren Bewerbern. Und wir versuchen jetzt mal eine Antwort zu geben auf diese geänderte Erwartungshaltung der jungen, sagen wir es, Hochschulabsolventen, die wir letzten Endes auch im Berufsleben als Kandidaten für Jobs bei uns sehen. Und im Zusammenhang damit haben wir eben festgestellt, Moment mal, viele fragen nach einem Homeoffice, nach einem Local und nach einem Remote Office, nach verschiedenen anderen Möglichkeiten. Sie wollen die Work-Life-Balance nur 4 Tage die Woche arbeiten und so weiter und so fort. Wie kann eine Antwort darauf aussehen? Und ein Teil der Antwort steht hier vor Ihnen. Wir haben ein Wohnmobil konzipiert mit einem Designteam, mit unseren Kollegen in Japan und auch in Europa und entsprechend den Schwerpunkt jetzt mal aufs Arbeiten gelegt. Wir wollten aber kein tummes, trübes Office machen, sondern es sollte auch einen Erlebnischarakter haben, es sollte eine Wohlfühloase sein. Was wir gemacht haben ist, Sie können es dann später sehen, wenn Sie ein bisschen näher rangehen und reinschauen, wir haben uns den japanischen Minimalismus als Thema genommen. Schlicht und einfach aus dem Grund, wir sind eine japanische Firma, sind seit 50 Jahren im europäischen Markt. Und bisher hat das japanische Design recht gut funktioniert, was der Verkaufserfolg unserer Geräte beweist. Und deswegen haben wir auch den Schritt gemacht, eben dieses japanische Design-Feeling, dieses Thema zum Thema der Kabine dieses Fahrzeugs zu machen. Sie werden viele Punkte sehen, wo wir von den Standardnormen abweichen, quadratisch praktisch, halbwegs gut, wollten wir halt nicht mehr. Wir wollten wirklich diese organische Form, dieses geschwungene Design, um einfach den Wohlfühlfaktor zu erhöhen bei der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite, die Schlichtheit ist natürlich dem geschuldet, es ist ein Arbeitsumfeld und ein Arbeitsumfeld mit vielen Ablenkungen, Klammer auf, Großraumbüro, wie in unserem Fall, Klammer zu, ist einfach der Kreativität nicht zuträglich und auch der Konzentration nicht besonders. Deswegen war für uns eben auf der einen Seite der Schwerpunkt, wie kann ich einen Bildschirmarbeitsplatz schaffen, der den entsprechenden Anforderungen genügt, der aber auch gerne genutzt wird, weil ich ihn beliebig irgendwo aufstellen kann. Und wie Sie sehen, hat das Fahrzeug diese ausfahrbare Terrasse hinten. Sehen Sie nicht, gut, die ist drin, ziehen wir gleich raus. Und man kann den Arbeitsplatz so gestalten mit Hilfe des drehbaren Tisches, dass ich einen Blick in die Natur habe, wenn ich das möchte. Ist ohne weiteres möglich. Es ist in der nächsten Ausbaustufe noch eine L-förmige Markise geplant, dass ich auch Sonnenschutz habe, damit mein Bildschirm eben entsprechend gut ablesbar bleibt. Und auf die Art und Weise
sind wir einfach in der Lage, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, näher an die Natur zu kommen und näher an das Erlebnis des echten Campings, des echten Outdoor-Feelings daran zu kommen. Und wenn dann der Arbeitsvorgang erledigt ist, kann der Tisch mit dem Bildschirm weggeklappt werden. Sie sehen oben ein Rendering des Ganzen. Je weiter wir fortschreiten, desto weiter wird auch der Tisch in der Konstruktion sein. Momentan haben wir nur einen Platzhalter. Aber der Gedanke ist eben, dass wir diesen Arbeitsplatz nutzen können für verschiedene Tätigkeiten. Man kann einen beliebigen PC dort anschließen, in das Ganze integrieren. Wir können das Entertainment darüber laufen lassen. Wir können, und da sind wir wieder bei unseren Ursprüngen, das Soundsystem, was wir hier integriert haben, natürlich auch zum Teil des Entertainment machen. Wo wir beim Thema Sound sind, möchte ich auf das hinweisen, was hier wie so eine Dekoration aussieht. Dabei handelt es sich um ein Feld von 6 Lautsprechern, relativ breitbändige Lautsprecher mit großer Leistung, mit einer extrem flachen Bautiefe, die unterstützt werden von 2 Subwoofern und die eben zum Klangerlebnis beitragen, sowohl bei geschlossener Kabine, dann eben nach innen, oder bei geöffneter Kabine, dann halt nach außen. Die werden ergänzt dann in der nächsten Ausbaustufe mit 2 Lautsprechern im Innenraum der Kabine, so dass man eben rundherum das Klangerlebnis da genießen kann. Werden die Kollegen gleich gerne vorführen, für die, die interessiert sind. Thema Sound, um es abzuschließen. Natürlich haben wir unser 11 Zoll Gerät im Armaturenbrett verbaut. Wir haben entsprechend auch die Originallautsprecher ersetzt durch unser System für den Ford Transit. Und auch hier ist das Hörerlebnis ein deutlich gesteigertes gegenüber der Originalausstattung. Und wie gesagt, das sind die Wurzeln, wo wir herkommen. Das ist natürlich ein Thema, was wir immer gerne dann auch bewusst promoten in dem ganzen Umfeld hier. Diese Produkte, was die Kabine angeht, sind bereits alle lieferbar. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt sichergestellt. Was diese Lautsprecher angeht, sie bedürfen eines gewissen Einbauaufwandes und verschiedene Einbaulösungen. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir überzeugt sind, dass man mit den Produkten wirklich gut darstellen kann, wie man Sound auf kleinem Raum trotzdem sehr gut erlebbar machen kann. Aber wir müssen natürlich auch die Gegebenheiten und das Kundenfeedback abwarten. Was sind jetzt die Packages, die man anbietet? Streckt man es in die Länge, macht man es irgendwo in die Breite oder wie will man das Ganze aufbauen? Das hoffen wir auf der Messe hier zu erfahren, eben in Gesprächen mit unseren Kunden, mit unseren Fans, um eben das entsprechend abstimmen zu können und für jeden eine Möglichkeit zu bieten, den Sound so erleben zu können. Kommen wir vom Sound weg zu anderen Features in diesem Fahrzeug. Was wir hier zum Beispiel gemacht haben, ist eine Küche, die sowohl innen genutzt werden kann, wir können sie nach außen klappen, wir können sie auch komplett in der letzten Ausbaustufe elektrisch zu Boden fahren. Wir haben einen 50 Liter Kühlschrank drin. Der von beiden Seiten zugänglich ist. Das heißt, egal wo ich sitze, wo ich meinen Grill aufgebaut habe, wo ich meinen Tisch aufbauen möchte, ich komme immer an mein kaltes Bier, je nachdem von welcher Seite ich den Kühlschrank öffne. Das ist eine Eigenkonstruktion mit entsprechendem Kompressor, der eben für die Kühle sorgt. Das ganze Fahrzeug läuft ohne Gas. Wir haben jetzt eine Induktionskochplatte für die ganze Geschichte vorgesehen. Genauso was die Autarkie angeht. Sie sehen den außergewöhnlich geformten Dachträger. Der ermöglicht es uns, drei Solarpanels und eine Klimaanlage unterzubringen. Wir hätten dann die Möglichkeit, ungefähr 1200 Watt vom Dach zu laden unter besten Umständen. Und das Ganze geht dann entsprechend in eine Mastervolt-Anlage, die für den Strom da ist, sprich Solarlader und Batterien. Wir haben die Mastervolt-Anlage gepaart oder die Mastervolt-Batterien und Solargeschichte plus den Wechselrichter gepaart mit einer Avicon-Steuereinheit. Avicon ist ein verhältnismäßig neuer Spieler in dem Bereich. Eine recht innovative Firma, mit denen wir seit Mitte letzten Jahres kooperieren. Und wir können im Zuge dieser Messe auch eine Lösung vorstellen, dass die Avicon-Anlage vollständig von unserem Gerät aus bedienbar ist. Es ist, man muss die Einschränkung machen, eine Online-Bedienung. Das heißt, wir müssen eine Cloud-Verbindung haben, eine Internetverbindung. Aber trotz allem, der komplette Bedienkomfort ist auch vom Fahrersitz aus gegeben. Das war uns wichtig. Jetzt nicht, dass man vom Fahrersitz die Heizung einstellen kann. Das ist weniger wichtig. Was uns wichtig ist, dass man eben auf kleinem Raum keinen zweiten Bildschirm braucht. Weil Platz ist immer ein Problem, gerade im Van-Bereich. Und wenn wir da noch ein Panel haben und hier noch ein Display und da noch einen Einsteller, dann wird der Platz langsam rar. Und deswegen hatten wir uns darauf fokussiert, dass eben unser Radio alles kann,
was dazu notwendig ist, um die Einstellungen in der Kabine eben entsprechend zu erledigen. Sei es Batteriestände abzurufen, Ladeströme abzurufen, Wasserstände, Tankstände und so weiter und so fort. Dann haben wir als weiteres kleines Highlight, ich habe es gerade schon erwähnt, die Terrasse, die man rausziehen kann. Ich schlüpfe mal ein bisschen hier hin. Möchtest du dich rausziehen, oder? Ja, da bräuchte ich dann mal eine Hand, Peter, weil mit einer ist es jetzt momentan nicht möglich. Das Ganze wird am Ende motorisch sein. Und man kann entweder drauf arbeiten, nach draußen schauen, man kann aber auch genauso gut das Ganze zum Tisch machen, dass man keinen zusätzlichen Tisch mehr mitschleppen muss, einfach aus Platzgründen und der Bequemlichkeit geschuldet. Auch das wird als elektrische Option angeboten, so dass man eben das Ganze noch ein Stück weiter rausfahren kann mit einer Tragkraft von 300 Kilogramm. Sollte also für die meisten Camper oder Arbeitenden in dem Bereich durchaus hinkommen. Dann haben wir, Sie sehen es hier, das ist das Material, mit dem wir gearbeitet haben. Es ist ein Bambus, können es gerne einen nachhaltigen Rohstoff nennen. Wir haben in dem Konzept sehr, sehr wenig Kunststoffe. Was wir allerdings in dem Fahrzeug haben, ist sehr, sehr viel Kunststoff. Einfach weil es ein Prototyp ist und aus Zeitgründen haben wir uns entschieden, das Ganze in Kunststoff zu fräsen. Aber die eigentliche Variante ist dann hier die Bambusgeschichte. Nur ich war vorhin im Baumarkt noch ein paar Holzplatten holen. Ich kann Ihnen sagen, Holz ist das neue Gold. Also es hat sich immer noch nicht in den Bereich der etwas edleren Hölzer gelegt. Wir werden gucken, was nachher die beste Variante ist, ob man vielleicht einen Materialmix macht aus Leichtbauholz mit entsprechenden Furnieren oder Auflagen. Dann haben wir, was natürlich für den Arbeitenden, für die Arbeitende wichtig ist, die Connectivity berücksichtigt. Wir haben hier an Bord unseren LTE-Router, den Alphatronics Alpine Stream. Ist zurzeit noch ein 4G-Router. 5G steht in den Startlöchern. Nur bisher die Abdeckung, ich habe es jetzt mehrmals erlebt, auch 5G, voller Ausschlag, nur keine Daten. Hilft nicht immer. Das sind halt Dinge, da müssen wir gucken, was die Zukunft bringt, was der Netzausbau bringt und auch wie wichtig den Kunden es ist, dass sie eben permanent erreichbar sind. Wir können uns auch durchaus vorstellen, es gibt Sachen, die kann man offline erledigen und dementsprechend müssen wir da mit den Kunden zusammen abwägen, wohin die Reise geht. Starlink haben wir uns auch angesehen. Mittlerweile gibt es da ein verhältnismäßig attraktives Angebot. Nur ist der Stromverbrauch immer noch in einem Bereich, dass es für langes Autarkstehen ein bisschen schwierig ist. Und bevor wir jetzt komplett zum Schluss kommen, noch ein paar Worte über den Rest des Fahrzeugs. Grundsätzlich haben wir erstmal eine Duschkabine vorgesehen. Wir haben die Kochmöglichkeiten verhältnismäßig eingeschränkt, ja, aber unsere Gespräche mit Kunden haben einfach ergeben, wenn ich unterwegs bin, bin ich draußen. Da wird draußen gegrillt, da wird dies, das, jenes gemacht. Will ich nicht unbedingt selber kochen. Mag sein, wir müssen einfach jetzt die Bestätigung suchen und wir überlegen tatsächlich, ob man das irgendwo optional lässt. Wir haben Kunden, die sagen, nö, Sanitär brauche ich nicht, nimmt nur Platz weg, ich fahre an Campingplätze. Das ist der eine Kundenstamm. Es gibt andere, die sagen, nee, ich will weit weg von allen anderen sein. Wir müssen sehen, wie wir das Ganze dann darstellen können, dass wir eben sagen, hier, das und das ist optional, das und das ist Serie und hier kann man entsprechend dann auch kreativ werden und sich dort austoben. Gut. Was die Techniken angeht, haben wir noch ein weiteres Produkt, was zur Fahrsicherheit beitragen wird. Und zwar ist das der sogenannte E-Mirror, der Spiegel, der Rückspiegel, den Sie da sehen. Der wird unterstützt von einer weiteren Kamera. Wir haben also insgesamt 5 Kameras im Fahrzeug, 4 für das 360-Grad-System und eine noch für den Rückspiegel, der komplett unabhängig ist von allem anderen. Und ich kann Ihnen sagen, von dem kurzen Stück, was ich jetzt im Fahrzeug gefahren bin, es ist so herrlich, wieder in den Rückspiegel schauen zu können und zu sehen, was hinter einem los ist und nicht auf Schränke zu gucken oder irgendwas. Also das gibt einem doch ein besseres Gefühl, auch gerade auf der Autobahn, wenn man dann mal rauszieht. Man kann besser abschätzen, was hinter einem los ist. Er nutzt auch als Einparkhilfe. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man den so entsprechend konfiguriert. Wir haben verschiedene Ansichten im Spiegel, dass man eben sagt, das ist meine einzige Rückfahrkamera. Ich nutze sie im Spiegel, um zu sehen, was hinter mir ist während der Fahrt und beim Einparken mit entsprechendem Winkel nach unten, dass ich eben damit auch einparken kann. Die beiden Varianten gibt es. Auch das ist ein Produkt, ist bereits in Serie in Japan. Wir sind dabei, es für den deutschen Markt zu homologisieren. Und es wird auch
bis zum Sommer auf jeden Fall verfügbar sein, dass man eben auch da nochmal einen weiteren Aspekt der Fahrersicherheit irgendwo gewährleisten kann. Gut, ich denke, damit sind wir erstmal so weit am Ende, was das Fahrzeug selber angeht. Sehen, anfassen, schauen und drüber sprechen ist das, was wir jetzt machen können. Dafür stehen wir gerne zur Verfügung.